24 Angler auf 12 Booten jagen 3 Zielfische. Jawohl! Mit fast 2000 PS auf riesigen Wasserflächen für einen Titel. Der YPC Boat 2022 wird präsentiert von Finnwal, Humminbird und LMAB. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur alles entscheidenden Folge des YPC Boat 2022. Heute erfahren wir, welche 3 Teams mit den imaginären Medaillen nach Hause gehen werden und wer sich ab sofort als amtierender YPC Boat Champion bezeichnen darf. An der Tabellenspitze befindet sich Team Nace, die nicht zuletzt dank 2 PBs ihr bärenstarkes Vorrundenergebnis toppen konnten und an der 800-Punkte-Marke kratzen. Ilex auf Platz 2 konnte auch schon 2 richtig große Fische einreichen. Der punktschlechteste Fisch ist aktuell ein 73er Hecht. Abu Garcia hat einen Top-Zanderschnitt, bräuchte aber unbedingt noch einen großen Barsch und einen großen Hecht. Auch Finnwal und B1 würde ein großer Hecht weiterhelfen. Bullseye braucht dagegen noch mindestens einen größeren Barsch und 2 Zander. Mit Nace, B1, Abu und Finnwal befinden sich 4 Teams auf dem Haringfleet, zum Teil in Sichtnähe voneinander. Ilex fischt sehr viel weiter östlich auf der Meerwede, Bullseye auf dem Schelde-Rhein-Kanal südlich des Volkeracks. Alter, und dahinter... Boah. Wow. Yes! Boah. Das sind hier gerade ein Monsterbarsch im Kescher und hinter diesem Barsch war einer hinterher, der noch mal eine Ecke größer. Aber Achtung, unser Kescher ist... Ich bin gerade am Kescher flicken. Boah, geil. Ja! Ich habe zu Tim, unserem Kameramann, gesagt, Tim, du kannst jetzt telefonieren, aber ich fange jetzt einen Fisch. Und bei dem Wurf direkt, pup, Fisch. Guckt euch diese Maschine der ist wirklich an. lang. Der ist echt lang. Der ist richtig lang. Boah, dahinter, hast du gesehen, wie groß der Barsch dahinter war? Boah, da ist wirklich einer im gleichen Kaliber, vielleicht sogar eine Ecke größer noch hinterher. Oh yes. Vorne dran. Machen. Ja. 51. Noch ein 51er Barsch. Geisteskrank. Also wir haben jetzt 3 Barsche über 50 in der Wertung. Tschüss, mein Guter. Yes. Oh. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn jetzt jemand uns den Sieg nimmt, dann hat er es einfach verdient. Aber also eigentlich die meisten Punkte können wir jetzt tatsächlich noch machen, indem wir den Hecht upgraden. Weil da haben wir erst 2 in der Wertung und da bräuchte ich einen größeren. Na, das geht ja nicht gut los für die Konkurrenz. Nace knackt die 800-Punkte-Marke. Jetzt müssen schon absolute Ausnahmefische her, wenn man Dustin und Felix noch in die Suppe spucken möchte. Oh, ich habe ein Biss. Fisch. Aber kleiner. Klein? Ja, ich mache eine Handlandung, das darf ich ja. Ich mache einen Handrelease, das darf ich ja auch. Und die großen. Oh, I think it was a bream in the line. Fish. Big? I don't know. Yeah, I think so. Yeah. You want to go in the net? What is he doing? Yes, man. Good job! Ich würde sagen, den wollte er haben. Den Deraku hat er schön verschluckt. 42. 42er Barsch, der schmeißt auf jeden Fall unseren kleinen Hecht mit 63 aus der Wertung. Schöner Fisch, der wollte den Deraku wirklich haben. Und tschüss. Führung vom Deraku ist eigentlich ganz simpel. Im Prinzip kann man einfach durch die Wassersäule kurbeln, mache ich allerdings relativ selten. Meistens tue ich ihn so
ich sag mal, Jiggen, Faulenzen, so eine Mischung. Ich hebe ihm immer so einen halben Meter an und lasse ihn dann an leicht gestreckter Schnur zum Grund fallen. So fange ich sehr, sehr viele Fische. Wenn sie es aber mal nicht mögen, so wie jetzt eben der Fisch, nehme ich meine Rute an die Wasseroberfläche, lasse den Köder zu Grund sinken und kurbel den Köder ganz. Da ist der nächste Fisch. Ah, small fish, don't worry. Und kurbel den Köder ganz langsam über den Grund. Und wenn sie das Gechicke nicht wollen, hauen sie oft da rein. Sure? Ja, sure. Den werde ich jetzt mal handlanden. Der hilft uns nicht. Aber da wir keine 10 Minuten mehr rumsitzen wollen, zack, einmal handgelandet. Ein schöner Barsch, aber hilft uns nicht weiter. Ja, und der wollte jetzt wirklich ganz langsam über den Grund. Manchmal berührt er sogar ein bisschen den Grund und dann hämmern sie oft rein. Das sind im Prinzip die 2 Führungsstile, die ich mit dem Deraku mache. Und meistens fängt er Fische. Ja, seit einer halben Stunde ist jetzt im Moment kein Kontakt. Also da warten wir auf die nächste Beißphase, driften hier schön unsere Kante ab. Wir hoffen immer noch auf einen schönen großen Barsch oder großer Zander wäre im Moment auch gut. Tobi, on fire? Immer. Ja. Immer on fire. Das ist Wettkampf. Jetzt müssen wir alles geben. Was ist das Geheimrezept? Was ist das Geheimrezept? Fisch. Lass es ein Barsch sein. Nein, das ist ein Hecht. Kommt. Oh ja, Alter. Ist ein dicker Fisch. Alter. Ist ein dicker Fisch. Alter. Ich anker. Denk dran, das Boot dreht sich gleich ein, ne? Das ist auch wieder ein richtig guter Fisch. Ganz cool bleiben, ganz cool. Komm da hinten, Simon, hier haben wir mehr Platz. Alter, jetzt bin ich ein bisschen am Zittern, Leute. Alter. Alter. Das ist ein richtig dicker Hecht. Alter, hat er reingeknallt. Komm da hinten, Simon, komm da hinten, ohne Scheiß. Ganz cool, ganz cool. Er kommt. Der kommt überhaupt nicht, der geht. Der kommt gleich in den Kescher. Oh, Leute, ey. Ja, wenn das jetzt noch klappt, dann ist cool. Alter. Alter. Also Simon Da hat hinten jetzt kommt er. Da hinten kommt er. die 270er Jigge. Das ist egal. Wenn die Alter. krumm ist, dann ist ein guter Fisch. Achtung. Verdammt. Kommt Martin. Komm. Nein, E-Motor. Tango im Boot. Bereit? Ja, ich bin bereit. Ich spring. Ich bin bereit. Komm, pull ihn ran. Boah, was ein Bulle, ey. Was ein Bulle. Kommt. Ja, ich bin da. Ich springe hinterher, wenn der abgeht. Ich springe hinterher, wenn der abgeht. Ich springe einfach ins Wasser. Kommt. Ja. Komm. Jetzt komm, gib doch auf. Gib doch bitte auf, Baby. Ey, das gibt's doch nicht. Leute, Adrenalinspiegel ist bei 1.500.000. Kommt, bitte. Bitte. Komm, jetzt aber. Jetzt gib auf, du Schiff. Komm. Nein. Nein. Komm jetzt, komm. Mach einen Schritt zurück. Ja! Sauber! Oh! Fuck! Junge! Ich dreh durch, Mann. Was ein Krimi. Gib mir die Zange, der Haken hängt gut. Was ein Bulle, ey. Hör auf nicht, dass der Kescher reißt, ey. Ey, ich krieg den nicht angehoben. Müssen wir auch nicht. Ziehen rüber. Bleib ruhig. Also ganz kurz, solange der Fisch im Kescher ist. Team CVC, habe ich eben schon gesagt, ihr macht geile Köder. Macht diesen Köder auch für Barsch in einer kleineren Größe. Ich habe schon zu Haben wir dem Truman gesagt? Stefan, for Perch. Ich habe keine Stimme mehr. 1, 2, 3.
Okay. Genau deswegen haben wir den Kescher genau mitgenommen. Und da haben wir doch schon ein bisschen Zentimeter wieder gut gemacht. Alter! Nee, doch nicht Alter. So. 1,20. 1,20, definitiv 1,20. Uns fehlen die Worte. Wir fragen uns immer, wie Team Nächster schafft, solche fetten Fische in den Wettkämpfen zu fangen. Und heute hatten wir das große Glück, wirklich das Glück, mal so einen fetten Fisch an Land zu ziehen. Also unglaublich. 1,20 Meter. 1,20 Meter im Wettkampf, ey. Im Wettkampf, das ist einfach brutal. Das Sahnehäubchen. Ja. Also wir sind mega happy über diesen schönen Fisch. Da haben die Finnwall-Jungs aber wirklich gut zugehört und sich zu Herzen genommen, was ich gerade gesagt habe. Ausnahmefische, wir brauchen Ausnahmefische. 1,20 Meter, ein Wahnsinnsfisch, der Finnwall auf Platz 2 katapultiert und sie zum Nace-Verfolger Nummer 1 macht. Ein 51er Barsch, dann ein 120er Hecht. Die Riesenfische sind heute Nachmittag richtig gut drauf und die Messe daher noch lange nicht gelesen. Seht euch das Schiff an, ey. Das Schiff. Guckt euch mal den Rücken an. Von diesem fetten Hecht. Und da geht er. Alter Vater. Voller Hechtschleim. Ich bin am Ende, Mann. Ich auch. Also, ich habe keine Stimme mehr. Ich brauche kein Mikro mehr. Wir haben heute Morgen wirklich gesagt, weil wir echt relativ weit hinten waren. Ja, wir machen heute einen ganz entspannten Tag. Und ich glaube, das ist das, was wir am allerbesten können. Ohne Druck, ganz entspannt. Nach Gefühl angeln. Wir fahren mal dahin, wir fahren mal dahin. Und mit ein bisschen Glück klappt es dann auch, ne? Ja, das verstehe ich morgen wahrscheinlich noch nicht, was gerade passiert ist. Das heißt, wir können jetzt Barsch angeln. Wir können jetzt Barsch angeln. Guck mal, wir angeln jetzt vielleicht 1 Stunde mit großen Ködern, ne? 1 Stunde. Ja, wir bleiben dran, wir bleiben dran. Also nochmal der Erfolgsköder, Team CVC. Jetzt kriegen wir aber von euch eine Packung dafür, ne? 2, ich will auch eine. Okay, also eine richtig geile Farbe. Ich liebe diese Schockfarbe. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, dass die Farbe so hell ist, dass sie die Hechte blendet und die einfach aus Wut diesen Köder schnappen. Ja. Anders kann ich es mir nicht erklären. Junge! Aber das ist hier, wie gesagt, ja, das ist einfach ein geiler Köder. Ja. Der liefert immer. Der liefert, ja. Immer. Petri! Ja, da drüben, wir sehen, Martin und Simon von Team Finnwall sind auch hier in der Ecke und anscheinend, wir haben den Schrei gehört, die haben halt einen großen Fisch gefangen. Gratulation an der Stelle. Schöne Sache, ganz toll, freuen wir uns riesig. Martin und Simon echt gut drauf, sind gestern im Finale nicht ganz so gestartet, aber die Jungs können angeln, die machen das. Und anscheinend, wie sie sich freuen, ist da irgendwas Schönes passiert. Werden wir heute Abend sehen. Wir sind gespannt. Fish, big fish. Really big fish. Sure that's a big perch. Perfect! You did it? Wow! That's what we need. That's what we need, man. Good job. Wow, Leute, das ist eine echte Kanone, Mann. Und wieder die Technik mit dem langsamen Kurbeln. Was ein Fisch. Wahnsinn. 47,5, so it's 48. 47,5, also 48 für unser Turnier. Also darf jetzt schnell wieder schwimmen. Wow, cool. Der Deraku liefert wieder. So what are we doing now? I want to insist like 10-15 minutes. Maybe I can catch another one like this. Or Okay, perfect. And after we should really run for a big bike, or better too. Elex macht seine Hausaufgaben, um für eine möglichst spannende Finalfolge zu sorgen. Kann sich auch Abo noch in die große Aufholjagd einschalten? Ich bin auf jeden Fall laserscharf am Angeln hier.
Jeder Wurf muss sitzen, einen Wurf nach dem anderen. Keine Zeit verlieren. Ich habe Durst, ich habe Hunger, keine Zeit. Wettkampf. Schmeißen. Schmeißen. Go. Let's go. There. Ankerin. Tobi in Feier. Los, komm. Zander. Zander, komm. Komm mal. Da ist er, ja. Ah. Es läuft doch. Es läuft. Ja, leise. Ah, schön. Der lang ersehnte Zander. Geil, Tobi. Komm. Ah, der sieht lang aus. 65, denk mal. Ja. Zack. So ran. 64. 64, sehr gut. 64 sehr Petri, Tobi, 64er. 64 bringt uns auf jeden. Ja. Klar, das ist ja ein Bonusfisch. Der mal 1,3, müssen wir mal gucken. Läuft. Und pass auf, jetzt will er gleich wieder los. Hopp, ist er. Nach längerer Beißflaute und 2 Aussteigern im Anschluss nun also ein Lebenszeichen von B1 im Kampf um die Podiumsplätze. Der 64er Zander ersetzt einen 62er Hecht und lässt Tobi und Frank an Abu Garcia vorbeiziehen. So, da hast du den Zander. Können wir jetzt endlich mal einen großen Hecht fangen? Du bleibst jetzt immer mit dem großen Gummi, ja? Ja, 16er Gummi ist immer noch für alles zu haben. Das Boot liegt natürlich wieder. Ja, wir entspannen uns hier. Boot performt, genau die richtige Größe. Das finden wir als Sportangler, also perfekte Sache. Super abgestimmt. Der Kameramann hat auch viel Platz, oder? Ja, das macht Spaß. Grüße auch an Mr. Bullseye, hier auch im Team mit Herbie. Beast 240, schöne Route, schöner Stock. Aber bis 90 Gramm hat man ein super Gefühl dazu. Ah, die muss uns Glück bringen. Aber nicht, nein, nicht so richtig. Über 35 gibt es da nicht, 30er vielleicht. Aber eine Verbesserung. Schauen wir, dass er dran bleibt. Petri. Petri, Dank. 32. Oder? Ja. 32er Barsch mal 2. Naja. Naja, du sagst es, naja. Egal. Weitermachen. Weitermachen. Nächster Wertungsbarsch für Bullseye, doch die Größe scheint Markus und Herbert noch nicht auszureichen, um den Zielfisch auf den noch komplett fehlenden Zander zu wechseln. Während Martin und Simon vom Haringfleet wieder an ihren Lieblingsspot auf dem Hollandsdieb zurückgekehrt sind, ist Ilex flussabwärts gefahren, um auf demselben Gewässer bestenfalls den Hecht zu verbessern. Am neuen Spot angekommen, braucht es nicht besonders viel Geduld bis zum ersten kräftigen Biss. This one is really a big one. Yes, man! This one is okay. The pike master is back. Yeah. Good job. Finally! Woohoo!
Wow! On the Danko! Thank you. This is for my 10 minutes, okay? Okay, so let's catch another perch and lift it. So this one is not a meter. No? 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 But it's 98 and a half. Okay. So it's 99 centimeter pike. Was ein schöner Fisch, ey. Und weg ist er. Okay. Pike Master, catch another one please, like that. Another good decision. Let's try. Let's go. Der Plan geht auf und mittlerweile kann auch Ilex ein bärenstarkes Scoreboard vorweisen. Ein Upgrade um 19 Punkte vergrößert den Vorsprung auf Platz 3 und verkürzt den Rückstand zum Tabellenführer. Junge, schnell. Alter, ist das mein PB? Nee, ne? Aber trotzdem, wieder Kategorie Richtung 50. Alter, was hier los ist, ist einfach Wahnsinn. Der Maze Runner rasiert und rasiert und rasiert. Oh, Boah, kann doch nicht wahr sein. das kann wirklich nicht wir wahr sein. erleben. Ist das ein Wahnsinn. Hammerfisch. So, vorne hier ist er dran. Nee, ist er nicht dran, sorry. Jetzt ist er dran. Oder ist er dran? Ja. 49, genau. Das sind 8 Punkte Upgrade. Das hilft auf jeden Fall. Yes. Aber, also ich meine, das ist ein 49er Barsch. Wir freuen uns riesig. Aber wir brauchen natürlich die Hechte. Nicht lang labern, der kommt zurück ins Wasser. Weiter angeln. Good job. 49. Am schönsten ist, wenn die so schön abtauchen. Oh, geil. Weiter Come on. geht's. Good job. Irgendwie habe ich es im Gefühl, dass die anderen auch gut fangen. Keine Ahnung. Das Wetter ist geil, die Fische beißen gut. Wir müssen Gas geben auf jeden Fall. Den Hecht upgraden. Dustins Gefühl täuscht ihn nicht. Auch andere Teams fangen tolle Fische. Doch solange Nace nicht aufhört, das ohnehin schon absurd gute Fangergebnis weiter zu verbessern, wird es für die Konkurrenz natürlich nicht leichter. Fisch. Der ist besser. Nicht zu viel Zug, ja? Oder was meinst du? Ja, der ist besser. Es ist aus. Nein! Ja. Scheiße. Nicht zu viel Zug. Nein, es war nicht so viel. Eieiei, gleich ins Kraut ist er nicht. Fisch! Guter! Auf jeden Fall ist das ein Barsch. Sogar ein guter. Exzentrik, gell? Nicht einmal ein Anker schon nicht gekommen. Passt. Ich muss nur schauen, dass der Winkel nicht zu scheiße wird. Er kommt. Er geht. Er kommt. Ja, dieser Schiene. Drüber. Ja. Geil. Kannst der Plan auf. Geil. Und jetzt habe ich das bassmäßig gemacht, den Biss. 21. Bam. Der ist gut. Das ist ein Zähler. So, der hat 44 Punkte. 44er, okay. Ein Traumbarsch. 44, quicklebendig. Und da fangen die nächsten. Und geil gebissen auf Texas Rig an der Surgeon 213. Der hat dann eingesaugt, das fühlt sich an wie so kleine Schnipsen. Und dann habe ich wirklich gewartet und gemerkt, okay, er bewegt sich, dann erst den Anhieb gesetzt. Je nachdem bei dem Terig-Fischen mit Offset-Haken und Krebs braucht es einen Moment, dass er wirklich drin ist und nicht nur einmal außen auf irgendwas drauf schnappt, sondern der Haken drin ist. Und das verzögerte Anhauen, das
ist beim Barschangeln oft der Schlüssel, wenn man sonst noch Fehlbisse kriegt. Beim Bassangeln da ist ja noch anders. Also da Biss und dann sieht man schon kurbeln und Anlauf holen und dann mit Rückfallschritt wird der Anhieb gesetzt. Also machen wir es auch nicht. Irgendwas zwischendrin. Markus fängt den zweiten Ü40er Barsch, doch das scheint vorerst keinen Zielfischwechsel zur Folge zu haben. Sowieso wird es spannend zu sehen, wo Herbert und er die fehlenden Zander herkriegen möchten. Auf dem Volkerak ist Zanderangeln tagsüber recht schwierig, doch eine erneute Fahrt zum Hollandsdieb inklusive Schleusenvorgang würde enorm viel Zeit kosten. Ich fahre jetzt auch gleich, ne? Kann ich den noch fertig essen, oder? Über auf die Dings, auf die andere Seite. Ja, kann ich auch schnell essen davor? Ja, wenn du dich beeilst, ja. So, Halbzeit. Jetzt genehmige ich mir mal kurz einen Salat. Dustin ist noch sehr, sehr verbissen und es gibt die Mittagspause. Aber ich habe echt mega Hunger. Schnell rein damit und dann geht's weiter. Fisch! Fisch? Ja. Guter Fisch? Ja. Guter Hecht? Ja, auf dem großen Predator. Entschuldigung. Erster Wurf. Genau das brauchen wir. Erster Wurf, gewechselt. Yes, das ist ein Upgrade. Ein gutes Upgrade, glaube ich. Yes. Warte mal vorsichtig, der Kescher. Yes. Kein Monster, aber der hat starke Wurf, 90. Ich habe gedacht, ey, wir brauchen einen dicken Hecht. Erster Wurf mit einem großen Predator, 20 cm. Und da ist der direkt eingestiegen. Da sieht man, den Predator hat er voll weggenagelt. So. Sehr geil. Predator habe ich mir gestern Abend noch fertig gemacht. Und, naja, das ist kein 90er. Nee, 90er nicht, aber ein 85er vielleicht. 85er auf jeden Fall. Könnte Punkte geben. Ja, gut geschätzt, das denn. 86er Hecht. Da hat es sich gelohnt, die Mittagspause zu skippen. Ja. Während ich meinen Salat fertig gemacht habe, hast du mal ein Upgrade geholt. Ja, schön. So geht's weiter jetzt, hoffentlich. So. Der Gute darf natürlich schwimmen wieder. Da geht er schon weg. 86 sind 78 auf Feuer, ne? 8 Punkte nochmal oben drauf. Sehr gut. Ich habe es für euch vorhin schon einmal gesagt. Ich fische den nicht so wirklich konventionell. Das machen nicht viele, glaube ich. Einfach hier so ein Trailerhook oben drauf, weil ich fische den hier im Kraut und dann schlage ich das oft frei, das Kraut. Und wenn man hier einen Drilling hat, bleibt man nur hängen. So, habt ihr gesehen, gut gehangen. Der begehrteste Raubfisch-Adventskalender Deutschlands ist wieder da und er wird noch krasser. Mehr Hardbaits, ein Warenwert von über 200 € UVP, 24 weihnachtliche Überraschungen, ausschließlich exklusive für den Kalender angefertigte Produkte von 11 erstklassigen Raubfischmarken, 24 Chancen, ein goldenes Ticket zu gewinnen, Support für den YPC und das für nur 99,95 € plus Versand. Der Kalender ist limitiert, gehe nicht leer aus und sichere dir schon jetzt den Deal des Jahres. Den Link zur Vorbestellung findest du in der Videobeschreibung. Shimano hat die innovative Flashboost-Technologie entwickelt. Ob in Aktion oder bei einem Spinstop, es werden permanent Lichtreflexionen ausgesendet. Eine durch Federn im Kunstköder fixierte Spiegelfolie vibriert und erzeugt dabei diffuse Reflexionen. Selbst wenn sich der Hardbait nicht bewegt, vibriert die Spiegelfolie weiter und blitzt auf. Sie haucht dem Köder Leben ein und triggert Raubfische zum Anbiss. Das ist Flashboost.
Ja, heute ist ja wieder der Tag 2. Am Tag 2 kriegen wir keine Updates. Und das ist auch genau der Tag, wo wir bis jetzt immer die besten Fische gefangen haben, weil wir uns halt nicht so einen Druck machen und nicht so einen Stress machen. Ne, es ist ja schon eine Form von Vergleichsangeln, man freut sich für die anderen, man will aber natürlich auch selber ganz gut abschneiden. Wenn man dann hört, Team Nace fängt einen 88er Zander, Team Nace fängt einen 52er Barsch, Team Ilex fängt einen 51er Barsch, dann ist man natürlich so innerlich so ein bisschen unter Druck. Und Martin hat einen Fisch. Was haben wir da? Ich weiß es nicht, ich glaube, es ist ein Zander. Ja? Ja. Wenn es einer ist, dann lache ich mich tot. Nee, ist ein Hecht, ist ein kleiner Hecht. Da machen wir eine ganz entspannte Handlandung draus. So, den packen wir gar nicht erst an, großartig. Weg ist er. Bleak Shad am Chatterbait. Liefert. Genau. Und um das zu Ende zu bringen, auf jeden Fall können wir so besser angeln, wenn halt nicht gesagt wird, was wir fangen. Auch wenn dieser Fisch keine Punkte bringt, bei Finnwal gibt es in einer schönen Regelmäßigkeit Bisse. Abu Garcia, die in der Vorrunde noch die Gruppe B dominierten, haben dagegen schon recht lange keinen Fisch mehr landen können. Feels like a perch, man. Twitch jig all the way. Yeah. Jesus! Oh, this is cool. Jesus! Net it. Jesus! Yes, go! I told you. Go! Man. Go! There were like fucking insane. 8 or 9 fish like this following. And this is exactly the fish why we came here. Jesus, how many perch? I told you, if there's a group, it's many. There were 8 or 9 in the same size following. At least. Crazy. But we got our perch, our big perch in the net. It's not a monster, but it's a definitely a good upgrade. Insane. And a fish that we really worked hard for, and we needed it. Let's take a look. So to be really precise and accurate with perch fishing, I used again this Twitch jig, Berkeley Snap Jig, light version, 7 gram, combined with a small sneak minnow and one of my favorite colors, this brown Figus kind of color. Really awesome lure. There's a really unpredictable action, like going left to right if you jig it. And it's a killer lure for perch. Oh, beautiful. Geil. Boah, da sind so viele Löwen dahergekommen. Wo sind die hin? Oh, beautiful. Let's see what the length is. Mouth closed. That's 44, huh? 43 and a half. 44. Super geil. What a fish. Man, we worked for this one, huh? Ja, richtig gut. Crazy. So, beautiful fish. Good points for the board. And let's release it so we can find the rest of the group that we're following. Oh, da sind so riesen Barsch dahergekommen. And we can make another upgrade. Let's go. Na geht doch! Ein unglaublich wichtiger Fisch für Abu. Endlich kann der 30er Barsch ersetzt werden. Abu klettert von 5 auf 4. Nun müsste es eigentlich auf Hecht gehen, denn da ist momentan noch ein 67er in der Wertung zu finden. There she goes. Oh, yes. Geil, Alter. Mega gut gemacht, ey. Stark. Oh, Teamwork. Teamwork, yeah, that's totally true. It's so impressive when one perch shows up and then a group of so many striped, angry fish show up after. It's such a crazy thing to see. Jetzt ist wichtig, wenn wir einen Biss kriegen, ne? Sofort hinwerfen mit einer Ruder, sofort. Das ist so witzig. Genau hier, wo wir liegen, habe ich das letzte Mal vor 5 Jahren geangelt und seitdem nie wieder. Und der Punkt, wo jetzt gerade der Barsch kam von Simon, ist genau auf einem Wegpunkt drauf, den ich vor 5 Jahren gelegt habe, wo ich genau so einen Trupp Barsche gehabt habe. Auch so 5, 6 Riesendinger, die wir dann gefangen haben allerdings auch. Direkt drauf, auf so einem Plateau, alles flach, keine wirkliche Struktur, die man sieht. Aber irgendwas ist da unten, was scheinbar die Barsche hier dran kleben lässt, wie die Bienen am Honig an dem Spot. Aber kein Roster nicht. Aber es ist auch schon mal wieder ein gutes Zeichen, wenn man hier direkt Kontakt hat. Ja, dass da überhaupt so viele Kleine da sind, das ist der Wahnsinn. Das hat er noch mal ein bisschen. Das ist wirklich Wahnsinn, weil das ist auch komplett untypisch für das Gewässer. Ja.
dass man hier kleine fängt? Ja. Ein Eunuchenköder hast du. Jetzt habe ich 2 Bisse gehabt und jeweils haben sie mir einen Flügel wegbissen. Jetzt haben wir gerade noch mal überlegt, für uns noch besserer Plan. Also wir hatten hier natürlich viele Anfasser hier, leider keine gekriegt. Wir fahren jetzt gleich rüber um 12 zu unserer Hechtstelle, wo wir eine lange Driften machen können über Krautbänke, die auf 3 Meter Tiefe liegen. Da werden wir 3 Stunden runterdriften und die letzte Stunde werden wir noch mal zu unserem Lieblingsplatz fahren. Und da hatten wir immer schöne Barsche und da gucken wir mal, ob wir die Barsche noch upgraden können. Ich denke mal, der Plan ist eigentlich für uns perfekt. Und da ziehen wir jetzt durch. Und bisher hat es ja eigentlich alles funktioniert, was wir uns so erhofft haben. Also besser geht's nicht für uns. Ja. Also das machen wir jetzt gleich. Ja, wir wechseln jetzt den Spot, weil ja, wir hier nur Barsche fangen. Aber unsere Barsche sind ja schon unglaublich groß. Wir haben einen Schnitt von über 50 cm. Und wir brauchen noch einen dicken Hecht und auch einen Zander vielleicht, den können wir upgraden. Sonst ist es echt nicht so einfach, was abzugraden. Also unser kleinster Fisch ist ein 84er Hecht und ein 73er Zander. Also die Aufgabe wird schwer, aber wir fahren jetzt mal einen Zanderspot, wo auch dicke Hechte vorkommen. Deswegen ja, packen wir jetzt mal alles zusammen und melden uns gleich, falls noch mal was geht. Only one bite, but yes, but the right one. It's the right one. So let's go. Yeah, what's up with it? Do it cause I love it and I stuck with it. We ain't with the subbing in the cut with it. Please none of the talks, I heard enough of it. Like, what you gonna do? Where you at? Who you with? You ain't really about this, don't talk about it. You got the bread? No? Thanks you. I want to eat now. Yeah, no? Yeah. You can drive slowly if you want. Yeah, I can. I make the cooking for you. Very nice, my friend. Really on go, I don't know what's an off day. Now we on road, came from smoking in the hallway. Now we got shows, boys feeling like Broadway. Always look both ways, even on a crossway. Driving down Cross Bay, out town Barclays. Really on big things, came up a small way. Championship rings, baby, that's a ball game. Oh, she want a little bag, baby, that's small change. Yeah, that money talk. If we ain't cool, then cut me off. No breaking news, don't run your mouth. Thought it was the plug, now he running off. Thought it was a plug, now he running off. What you gonna do? Where you at? Who you with? You ain't really about this, don't talk about it. This is almond cheese. Thank you very much. Don't talk about it. Real eyes, real lies all the time. Stand on it. If we said it, we don't walk around it. Loose lips, ain't ships. Red cup, blue strips. New phone, who this? No, we don't allow it. Whoa, whoa. Can you take care of the net? Yeah, I take care of this one. It's a small one anyway. This one won't help us. I'll hand land this one. Up. Auto release. Perfect. That was a small perch. Of course, the spintail is delivering again. It's such a good lure. Got so many nice perch and zander and also pikes on this one. It's a beautiful, beautiful little spin jig. This little tiny extra small blade that is mounted to the swivel. It creates so much more movement and like vibrations in the whole body. The whole body is shaking like crazy. So this bait is really a must-have in every perch angler's tackle box. Come on. Come on. There. Coming. Many push. Be careful not to flip it. It's not an upgrade, this one. No. Okay, da waren gerade viele Barscher. Wir angeln gleich weiter. Bald. Small one again. Better one. Need a net. What is the smallest one? 43, it's not gonna make it. Okay, continue next. Schöner Barsch, kein Upgrade. Aber schaut euch mal die schönen Flossen an. Wunderschöne Fische. Oh, herrlich. Es sind so viele Barsche hier. Ich würde gerne den ganzen Tag nur noch auf Barsch angeln hier. Aber die bringen uns nicht so viel. What is this? I don't know. Looks really strange. I saw it. What is it? I don't know.
brutale Action hier. Yeah, crazy. Here's more perch. We should also fish a craw or something. Ich fahre hier einen Ultrex von Minn Kota und ich will nichts anderes mehr fahren. Die Fußsteuerung ist so direkt, das ist so geil, das macht richtig Laune damit. Kann den wärmstens empfehlen. Ultrex, vor allem beim Wurfangeln, ist das eine Riesenerleichterung und eine Riesenhilfe, dass das alles so direkt ist, ohne Verzögerung. Der Unterschied ist nicht elektronisch, sondern ist mit einem Drahtzug. Für mich gibt es zum Wurfangeln nichts Besseres. Dann hier für die Flachwasserangelei in Verbindung mit einem Humminbird Helix vorne. Ich suche darüber, ne, ich mache kein Live-Scope oder so, ich suche darüber wirklich nur die Struktur, ich suche das Kraut, Drop-Offs. Für mich die perfekte Kombi zum Wettkampfangeln und vor allem zum Flachwasserangeln. Fisch! Schöner Steady. Ich wusste es, dass die hier stehen. Ich wusste es. Nein, Mist. Nicht so schlimm. Konzentrieren. Yes! Yes! Ich habe gesagt, wir müssen hier hin, um die Zander zu fangen. Ist das ein Upgrade? Was haben wir? 73. Ja? Könnte gerade so ein Upgrade um 1-2 cm sein. Oh. Wir werden sehen. Auf den großen Predator wieder. Das ist so geil, wenn ein Plan aufgeht, ne? Wir sind hierher gekommen, um die großen Zander zu finden. Ist jetzt kein Riese, aber ja, das ist ein richtig guter Fisch. Auf jeden Fall ein schöner Fisch und der Biss war wieder ein richtig geiler Zanderbiss. Oh Gott. Der ist lang, ne? Ja, der ist lang. Bring mal die Measureboard bitte um. Na, 72. Muss man sich mal vorstellen, das ist kein Upgrade. Aber ein wunderschöner Fisch, der darf jetzt schnell wieder schwimmen. Na los, großer. Ciao. Diese Vorstellung ist wirklich verrückt. Doch nicht nur bei Nace beißen die Fische weiter richtig gut. Fisch, ja. Ja. Geil. Aber kein großer. Aber geht. Vorsicht, du hängst oben drin an der Spitze. Vorsicht. Oh, er macht wieder Alarm. Und ab. Kick mal. Wahnsinn. Petri, Alter. Tobi, geil. Big Bait angeln. So muss es sein. Er hat keine 80. Nee, den brauchen wir nicht. So, jetzt haben wir gerade die ersten 5 Minuten geangelt mit den richtigen Big Baits. Also es gibt natürlich nach Freaks, die viel größere werfen, aber die sind schon ordentlich, die Happen. Und nach 5 Minuten ist gleich der erste eingestiegen. Wir schätzen so um die 60 rum. Den haben wir natürlich gar nicht erst gemessen oder nicht rausnehmen wollen, dass wir nicht anfassen wollten. Und haben den gleich wieder quick released. Ja, auf der großen Forelle hier ist er voll eingestiegen. Und war schon ein schöner Biss. Also bisher Plan funktioniert. Mal gucken, ob noch größere da sind. Fisch. Pike. Ist das ein Pike? Ja, also wie er zieht oder ein Monster. Oh, das ist ein dicker Fisch, Alter. Das ist ein ganz dicker Fisch. Ist das so? Ja. Kann sich sehen lassen, das ist ein Upgrade, Alter. Kein doch. Also das ist ein starker 90er, will ich behaupten. Hast du gleich die Zange da? Wer bin ich? Herbert Ziereis. 94. Das ist ein richtig schöner Fisch, gut genährt. Ein 94er Hecht. Ein Upgrade. Wieder um 10 Punkte, nee, um 8 Punkte. Brauchen wir. 8 Punkte. Das war eigentlich so unser Ziel, noch ein 95er Hecht. Ja. Sehr gut. Good job. Das nimmersatte Nace-Monster kriegt den Hals einfach nicht voll. Ein 86er Hecht muss verbessert werden, dann fängt man eben einen 94er. Was soll man dazu noch sagen? 8 cm. 8 cm, genau. 8 cm dazu. Ich muss sagen, jetzt, wenn uns jetzt noch jemand schlägt, dann hat er es einfach verdient. Mein Ziel war es, erst Pause zu machen, wenn ich den Hecht auf über 90 gebracht habe. Das haben wir jetzt geschafft. Das hast du geschafft. Und jetzt kommt meine Power-Hour. Und zwar gibt es jetzt ein leckere Salätchen, einen kleinen Salat. Ne?
Es hätte jetzt lieber zwar ein leckeres Steak, aber so ist es. Auf dem Wasser muss man das nehmen, was man kriegt. Schön mit einer Kuchengabel auch. Danke dafür, Felix. Felix ist nämlich unser Essensbeauftragter, aber egal. Jetzt habe ich mir die Pause verdient. Oder? Ja, das hast du tatsächlich. Das den macht Pause. Ist das die Chance für die Konkurrenz, nochmal heranzukommen? Abo hat zumindest schon mal die richtige Idee. Alright, all in for a big pike now. We have quite a decent list, and the only thing that is really missing is a big pike. There's still a 65er on the list that we definitely need to get rid of. So now we're going all in. We have a really nice place here, big shallow area with a lot of weeds. And I already see a few waypoints on the map, so hyped for a big pike. Fisch! Ja, scheiße! Oh, schon wieder, ja, geil. Der läuft, der Köder, ja? Der macht ja wirklich einen Unterschied, muss man sagen, bis jetzt. Ich hab noch eine bei. Du hast auch noch welche bei, oder? Hast du eine bei? Ja. Dieselbe? Na, nur ein bisschen dunklere Farbe. Ja? Na dann mal ranmachen. Die Bewegung macht das wahrscheinlich. Ja. Von der Farbe her mega. Ja. Ja. Gleiche Größe. Ja. Wenn Tobi den nächsten Biss und den nächsten Fisch hat, dann werde ich auch auf die Forelle wechseln. Solange bleibe ich bei meinem Duckchat. Aber schön ist, dass wir hier gezielt auf Hecht angeln mit großen Ködern. Das macht mal Spaß. Das ist mal eine entspannte Angelei. Auswerfen, kurbeln und wir warten auf den richtigen Biss. Ah, fuck! Nicht hängen geblieben. Eindeutig Barsch. Dunk, 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 dunk. Da wieder. Siehst? Jetzt hängt er. Aber klar. Er ist klein. Das gibt's ja nicht, dass da überhaupt so viele kleine Barsch sind, oder? Aber immerhin haben wir Fische. Das kann ja sein, dass ein großer auch da drin steht. Boah, jetzt wird's warm. Ey. Dampfig. Der Wind komplett aus. Die Wolken lösen sich langsam auf. Jetzt wird's schwül. Gerade ist hier Freddy und Simon vorbeigefahren. Ich bin gespannt, was die gefangen haben. Das macht mir wirklich ein bisschen Sorge, weil ich weiß ja, was wir hier fangen. Wenn die hier auch angeln. Eieieiei. Ja, mal gucken. Fischung. More bite. Might be a few centimeter upgrade. Habt ihr das gesehen? Er hat schön die Forelle gemacht. Und nochmal. Hat er schon mal. Das ist das Schöne. Oh, schöne Maserung. Beautiful. Ja, schon echt. 68. Der darf schnell wieder rein. Der muss noch ein bisschen wachsen. Ne? Okay. Gut. Good job, mein Freund. Wir sind in der glücklichen Position, dass es gar nicht mehr so leicht ist, festzulegen, auf was wir denn jetzt eigentlich angeln und was wir verbessern. Aber Felix und ich haben gesagt, komm, wir angeln müssen auf Zander. Ich hatte jetzt schon einen 70-Pluser und wir müssen einen 73 Zentimeter Zander schlagen. Das könnte man hier schaffen, deswegen bleiben wir hier am Spot. Und nachher, glaube ich, gehen wir nochmal Hechtangeln. Den 94er könnte man eventuell auch upgraden, aber bei den Barschen sind wir so safe, da machen wir nichts anderes mehr. Deswegen geht es jetzt nochmal hier auf Zander, später nochmal auf Hecht und dann hoffen wir, dass es auch bald vorbei ist. Weil irgendwie ist man doch nervös und will wissen, ey, was haben die anderen gefangen, haben wir gewonnen. So, nochmal neu ansetzen die Drift und dann Zander fangen. Okay, Felix? Ja. Yeah, boy! That's an upgrade. Peace Paddle Tail. Good job. Alter, so ein mieser Köder. Jetzt habe ich da einen Barsch drauf gefangen, einen Hecht, also gestern den Barsch, heute die Hechte. Jetzt ein Zander, ist übrigens nicht der erste Zander, den ich auf den Köder fange.
Beifang beim Hechtangeln immer wieder. Die gehen da auch rauf. Ne? Also ist nicht ganz so ein aggressiver Lauf von dem Köder und da knallen auch die Vampire rauf. Da ist er ja, mein Liebling. Ah, nice one. 65er Zander, der hilft uns nicht. Oh, der ist böse. Ja, der ist böse. Oi, oi, oi. Dance with me. Ja, er fängt an zu tanzen, das heißt, er ist böse. Ja. Schöne Dusche. Dankeschön. Oh, der arme Köder. Er hat heute gar keinen guten Tag. Für ihn lief es heute nicht so gut. Hat schön auf die Mütze gekriegt. But if sander like that, I mean that's good size sander. Yeah. If that one doesn't help me, then doesn't help us in the scoring, then it's not bad. It's just this one pike that we need to get rid of. That's all. Der Motor zeigt noch 100% an. Wir haben jetzt in dem Bereich 4,5 Liter die Stunde Verbrauch. Der Motor ist einer der sparsamsten seiner Klasse. 3,6 Liter V6 Motor läuft hier in dem Boot ausgezeichnet. Echt cooler Motor. Das ist der BF 200 IST, also mit oder Drive-by-Wire-Schaltung, elektronische Schaltung. Das ist ein Top-Gerät. Und los geht's. Nächste Drift, nächster Versuch. Wir sind auf Hecht unterwegs. Wir brauchen noch einen größeren Hecht. So, starten wir mal die Live-Technik und wollen einfach mal gucken, weil wir mehrere Sicheln hier auf dem Boot hatten. Ja, was so auf dem Wasser, unter dem Wasser jetzt los ist. Denn hier scheinen auf jeden Fall große Fische zu sein. Jetzt stellen wir uns erstmal das Bild ein. Verstärkung ist zu hoch, Pigmente sind zu viel im Wasser. Ich angel immer gerne mit der Farbe, wenn ich dadurch am besten sehe, aber wahrscheinlich ist für euch, warte mal, das war nicht blau, war das doch. Ja, das war eigentlich für die Kamera am besten zu sehen. So, so, hier links war jetzt gerade was im Bild. So. Ich fahre jetzt immer 10 Meter vor oder 5 Meter und fächer einmal die Fläche komplett ab und gucke im 20 Meter Radius, 20 Meter Entfernung ist eingestellt, ob wir hier irgendwo einen großen Fisch im Bild finden. Sollte er unter uns sein, haben wir hier den Kegel, den PS30-Geber, der den Fisch im Kegel anzeigt. Der zeigt mir genau an, ist der Fisch dort, ist der Fisch dort, dort oder dort. Und so gucken wir jetzt mal einmal ringsrum und gucken, ob tiefe Fische im Wasser zu finden sind. Bisher sieht's mau aus. Und sie müssen ausleuchten. Also die Fische liegen am Grund, so viel steht fest erstmal in den letzten 50, 60, 70 Metern. Man sieht keine Aktivität oben jetzt drin, das heißt hier unten ist das Krautfeld. Wir haben den Boden ausgemalt, das ist ganz wichtig, dass ihr in den Einstellungen Bodenfläche ausfüllen eingebt. So habt ihr ein besseres Bild von der Kontur unten und seht genau, dass sich jetzt hier unten Kraut befindet. Das sehen wir natürlich auch hier im Bild. Na, einmal Side View wird aufgeklappt und hier unten seht ihr die direkte Strukturlinie. Na, und hier befindet sich die Wasserebene. Ja, wir haben es jetzt hier 2,9 Meter tief und die Fische werden sicherlich hier im Kraut liegen. Und wenn wir den Köder drüber ziehen, dann steigen die Fische hoch, wie wir ganz oft jetzt hatten, und gehen hinterher. Schwimmen eine ganze Weile hinterher. Ihr dürft nicht zu schnell werden und leider haben wir oftmals das Problem, dass die Fische bis zur Oberfläche kommen und dann nach unten wieder abdrehen. Ja. Und jetzt probieren wir halt weiterhin, weil wir gerade am Spot sind, in der heißen Phase hier, noch ein paar Fische gezielt anzuwerfen. Ich werde trotzdem die Live-Technik anlassen, weil wir die ja jetzt fischen dürfen. So, der Wind ist mittlerweile total eingeschlafen. Jetzt möchte ich mal auf 10 Gramm wechseln, da ich versuche beim Zanderangeln eigentlich immer so leicht wie möglich zu fischen. Hier da beim vormontierten 10 Gramm. Schauen wir mal. Das Ding ist auch dran. Perfekt. 10,05, absoluter Dauerbrenner. Gerade bei dem Wasser, jetzt recht klares Wasser, wenig Sonnenschein. Da liebe ich 10,05. Ich hoffe einen schönen Zander. 75 wäre cool. Damit könnten wir ein ganz kleines Upgrade machen. Boah! Hast du gesehen? Nee. Alter, ist der mir drauf gebügelt. Der hatte Bock. Der hatte Bock. Der ist so richtig angeschossen gekommen von der Weide. Geisterkrank, ey. Geisterkrank? Der hatte richtig Bock, der Kollege. Wow, war das ein Biss. Schaut euch mal an, wie der den Köder zerlegt hat. Der hat den einfach sowas von Volley genommen und zweimal zugepackt. Krass. Ich liebe das ja, wenn die Köder so zerhämmert sind. Und den kann ich auch noch weiter fischen. It's better at least. That's what we need. It's an upgrade fish. Yeah. I'm ready. Oh, wait.
That's an 80. That's an 80. Yes, sir. There he is. Boom. Good job. You are on fire with the B-shed, man. Centimeter by centimeter. Centimeter by centimeter, yeah, exactly. I don't go all in all the way, you know, to just take out all the excitement. Yeah. I build it up don't slowly. do it like Dustin. Like your first bike is 125, then all the fun is gone. Yeah, it's gone. It's gone. 92,5. Schöner Biss, hat sich gut angefühlt, gut reingestellt in die Route. Geht jetzt Schlag auf Schlag bei uns. Wir haben jetzt mehrere Fische in ziemlich kurzer Zeit gefangen. Und jetzt müssen wir es ausnutzen und dranbleiben. Ne? Gucken, dass wir das upgraden, das Ganze hier noch. Ah, geil, ey, es macht so Spaß, das Angeln heute wieder. Herrliches Angeln. Der Spotwechsel hat sich gelohnt. Nach einem kleineren Hecht und einem Zander bringt dieser Fisch wieder eine echte Verbesserung. Abo kämpft sich auf Platz 3 vor und sitzt Ilex nun dicht im Nacken. So, die gute alte Brasse hat es mal wieder geliefert. Ich habe ein bisschen Sekundenkleber ran gemacht. Der Kopf war schon ein bisschen rausgerutscht aus der Screw. Ich fische hier unten so einen Sprengring, Wirbel, Sprengring, dann kommt der erste Drilling und dann ganz wichtig, den Stinger mache ich hier in die Öse vom Wirbel rein und dann ein Stück Stahlvorfach, dann kommt der nächste Drilling. Und ich nehme hier für Größe 3,0. Ihr könnt auch 2,0 nehmen für den hinteren, aber der vordere sollte auf jeden Fall 3,0 sein, damit er die Breite hat, damit der Fisch auch hängen kann. Ja, ist ein super Setup in meinen Augen, gerade der Kopfdrilling. Da hängen fast alle Fische dran und diese sichere Verbindung hier vorne, das hält. Ja, ist ein Barsch, glaube ich. Aber ich glaube, es ist kein guter. Ja. On the perch spotter. Oh, er ist abgegangen. So. Alter, Zander. Ich glaube ja. Boah, der hat den reingekloppt, ey. Ja, 6. Oh. There's the next little. Let's quickly release this one. Try to get one with some spikes. Auf dem Chatterbait. Das ist ein richtig großer Fisch, glaube ich. Ganz klein ist er auf jeden Fall nicht. Ein starker Fisch. Das ist, glaube ich, ein Meterfisch. Steht schon drin, ja? Nee, es steht am Kraut, glaube ich. Ah, ich Idiot. Mich selbst geschnitten wie Sau. Ah. Schlimm? Nee. Das ist ein Upgrade. 97. 97. Kleines Upgrade nochmal, um 3 cm, ne? Ja. 97er Hecht auf dem großen Predator.
Ich habe mich ein bisschen doll geschnitten jetzt, deswegen lasse ich ihn ganz schnell zurück. Zeitgleiche Action auf fast allen Booten, doch während die Fische bei den anderen Teams entweder kurz vor dem Kescher aussteigen oder für die Wertung zu klein sind, kann Dustin das Wahnsinns-Scoreboard von Nace doch tatsächlich noch einmal verbessern. 97 cm, damit steht Nace nun bei 839,3 Zählern, was einen völlig geisteskranken Schnitt von rund 105 Punkten pro Fisch bedeutet. 105 Punkte! Völlig absurd! Für solche Fälle ist es immer gut, ne? Verbandskasten. Wenn man einen Verbandskasten dabei hat. Blutet richtig hart. Da ist das gute Stück, den haben wir die letzten Tage schon richtig oft benötigt, leider. Und jetzt schauen wir mal, dass wir das denn schnell verarzten. So sieht es aus, wenn man eine Kraut auf Hecht angelt und einen großen Fisch fängt. 97 und wieder auf den Predator. Der ist einfach eine Waffe, fängt und fängt und fängt und fängt. Ich liebe diesen Köder. Habe ich vielleicht schon mal erwähnt. Unser kleinster Fisch ist jetzt der 73er Zander. Das muss man sich mal vorstellen. Hätte mir vorher jemand gesagt, ey, ihr kriegt über 830 Punkte, hätte ich gesagt, Wahnsinn, Wahnsinn. Ich bin super happy, super happy. Und das muss jetzt tatsächlich erstmal jemand aufholen. That's a meter pike. From the bite, I would say a meter pike or N90. Whew. Upgrade fish at least. I think so. Take it easy. Ja. Yeah, that's a meter pike. Yeah. Nice fish. Good job, buddy. Yeah! Da! Woo! On fire, baby! It's a meter 10. Boom! Crazy! Oh. Crazy! What a day! Boom! Damn! So fun fishing today. Beast Battletail, you are Macht fucking das Bock, ey. Ist so geil. on fire. Ich bin so warm geangelt jetzt mit dem Köder. Geil. Crazy. Saugeil, der Biss, ey. Pum! What a nice fish. Oh. What a nice fish. And the condition on this fish, beautiful. Beautiful. Wundervoller Hecht, ja. Beautiful. 112.5. 1 meter 12.5. So that's 113, because we can round it up. What a fish, man. Oh, nice. Crazy. Nice. Crazy. Again, beast Battletail, I mean, man. Oh, yeah, man. Kalb. Simon hat gesagt, er möchte einen Hecht haben, am besten 1,10 Meter plus. Ja. Und dann habe ich gesagt, na gut. But then he said, yeah, I want you to catch 50 plus perch. Und ich habe gesagt, ich möchte, dass du einen 52er Barsch fängst. Okay. Now all pressure on me. Mein Job ist erledigt. Okay. Ja, ein Traum geht in Erfüllung. Einen großen Hecht zu fangen während des Tournaments. Das ist das absolute Oberziel, was wir heute noch hatten. Wir hatten genau das vor, unser Ziel gesetzt, einen großen Hecht noch zu fangen. Und es hat sofort geklappt auf Ansage. Wir haben jetzt noch 2 Stunden Zeit, 1,5. Ich werde noch so hart durchwerfen. Hab so Bock. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Oh, aufgeregt. Was ein toller Fisch. Oi, 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 oi. Oh, herrlich. Sauber gehakt der Fisch. Auf dem großen Beast Paddletail, mein Lieblingsköder auf Hecht, das wisst ihr jetzt inzwischen. Brauche ich nicht mehr viel zu sagen. Der liefert so hart ab. So viel 1,20 Meter Hechte drauf gefangen auf den Köder. So ein toller Köder, wirklich. Oh, muah. Ja. Unfassbar, was in diesem Finale vor allem an Hechten aus dem Wasser geholt wird. Nach 1,25 Meter, 1,20 Meter, 1,3 Meter und etlichen Ü90ern nun also noch 1,13 Meter. Der Fisch macht Freddy und Simon nicht nur sehr, sehr glücklich, er bringt ihnen auch Platz 2 ein. Doch noch ist das Finale nicht vorbei. Bullseye wechselt nicht mehr zum Zanderangeln ins Hollandsdiep. Es gibt andere Pläne. Ja, wir sind in der Vorbereitung für unsere Powerstunde. Wir fahren jetzt mal einen Bereich an, wo wir eventuell pelagen werden und gucken mal, ob überhaupt was unterwegs ist, ob wir
Signale sehen oder nicht. Je nachdem, wenn wir jetzt hier ein paar Echos haben, wo sich unserer Sicht nach lohnen anzufischen, werden wir hier dann versuchen, die Fische pelagisch zu fangen. Sprich Pelagic Sharpshooting, je nachdem, wie wir das hinkriegen mit dem Boot, unterm Boot oder angeworfen. Und Zielfisch wäre Hecht und Zander. I'm on the move, I'm going up. I'm a man on a mission with no missions and I'm looking for love. Oh, I'm just looking for love. It's gotta be against the law to look this damn good. Hey, baby, I feel real good and I wish I would. It's gotta be against the law to look this damn good, baby. Everybody watch out. Watch out. What lies beneath can no longer hide. New Mega Imaging Plus uses high-frequency sonar to show you fish and structure up to 200 feet below your boat and 200 feet out to either side. No more secrets, no more guesswork, just a clearer picture of the world below, down to a fish's species and direction. Because more detail means more of this. Only from Humminbird. I think, oh no, it's a pike. Sorry, it's a small pike. You need the net? Yes, just give me it. Oops, thank you. I'll manage. Not on my seat, not now. I don't have my Misto. Kleiner Hecht, mal Re-Range, der darf jetzt gleich wieder zurück. Ach ja. Ja. Zander, I think. Nice. I will turn it right now. Good job! I like the Dexter jerk. Not sure. In full sun, no wind. Crazy. Yeah, it's 65. So, Gale hat zugeschlagen. 65er Zander. Schon wieder auf den Dexter jerk. Das Ding lieben sie irgendwie. So, der darf jetzt ganz schnell wieder schwimmen. So, und tschüss. Cool. Jerk-Zander für Gael, doch auch wenn er nochmal 3 Punkte bringt, bleibt Ilex auf Platz 3. Auch B1, die schon eine Weile im Rahmen der Power Hour mit Live-Technologie fischen, hat noch nicht genug. Was war das? Ich hab ihn! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Da ist er! Frankie, du bist ein Schatz. Mann, du willst immer los! Hör auf mich! Da ist er, du musst ausharren. Schön aufpassen, dass er nicht rausspringt jetzt. Mal her. Komm mal rum. Hast du den Kescher? Ich hab ihn. Angel drin, messen weiter. Komm. Gut. 93. Die Emotionen sind wieder das Genialste überhaupt. Jeder kettet auf dem Boot. Wir setzen uns ein Ziel. Das Ziel konnten wir nicht verfolgen, weil die Fische einfach nicht gebissen haben. Und dann zeige ich eben mit Frankie, ich sage, Frankie, komm. Ich sage, bringt nichts, komm, lass uns zusammenpacken. Wir probieren noch ein paar Barsche zu schettern. Nebenbei kannst du noch einen großen Big Bait werfen. Und er sagte immer, nee. 5 Minuten noch, nein, und 3 Minuten noch. Und dann noch 2 Würfe. Und ich habe die Route schon weggelegt. Und er sagt, komm Tobi, 2 Würfe noch. Hat mich motiviert. Und ich werfe aus und auf einmal kriegt er einen Anfasser
Und ihr guckt zu mir und der Hecht kommt an die Oberfläche, 1 Meter unter der Wasseroberfläche und inhaliert den Bait volle Röhre, volle Röhre. Power Hour ist vorbei, genau. Wir haben in der Power Hour sogar noch den Fisch gefangen. Ja, wir haben die ganze Zeit das Echolot beobachtet und haben gesehen, wir haben keine großartigen Aktivitäten im Wasser. Von daher war die Taktik auf jeden Fall erstmal richtig, die Fische vom Grund hochzuholen. Das war natürlich ein Traum, wie der Hecht von hinten kommt, das Maul aufmacht und den Köder voll Volley nimmt. Und schöner kann es nicht sein bei so einem großen Gummi, wenn der so im Live-Biss voll reinmetert. Ja. Schön, genau. Jetzt machen wir die Live-Geräte aus. Wir brauchen sie jetzt nicht mehr und fahren dann gleich bald, wenn Frankie jetzt hoffentlich noch nicht gefangen hat, zum nächsten Spot. Kurz vor Ende der Power Hour knackt B1 als sage und schreibe 5. Team in diesem Finale die 700 Punkte und liegt damit nur noch ganz knapp hinter Finnwal. Bullseye ist derweil am Spot angekommen und wird es nun pelagisch versuchen. Jetzt fängt unsere Powerstunde an. Wir haben hier voraus ein bisschen sondiert in dem Gebiet. Da habe ich noch nie pelagisch geangelt. Die Sonne brennt auch gerade seit kurzem. Wir haben ganz wenig Fische oben gesehen. Aber jetzt probieren wir es. Vielleicht reagiert ja einer. Ist auch nicht selbstverständlich, dass jeder geangelte Fisch dann auch beißt. Schwer zu sagen, könnte auch einer sein. Okay, dann machen wir den. Kommt auf uns zu. 6, 4, etwa hier. Also hier ist der Köder zu sehen, das ist der Fisch. Ich versuche ruhig zu halten. Ich gehe davon aus, es ist ein Zander und so die Erfahrung, je mehr Bewegung. Ah, jetzt ist er runter hier, siehst du, bam. Einmal angeschaut, Gummi mögen wir nicht. Ein Köder weißt du nicht, oder? Ja, weiß ich nicht, wo der hin ist. Musst du ein bisschen dran, hin und her dran? Ja, und wieder ab und runter geht der. Ein Köder ran, da ist er jetzt. Ah, der wäre gut. Feels like a good perch, yeah. Big perch. Yeah. Big perch. Yeah. Not super big, but good perch. 41 and a bit, not gonna make it. And if perch like this, I mean, look how beautiful they are, and this is already a big perch, huh? I mean, if this is not an upgrade, then our list is already pretty strong, I think. Ja, ihr seht ja, was für ein Wettkampf das ist. Wenn solche Fische nicht mehr reichen als Upgrade, dann weiß man auf jeden Fall, was die anderen Teams und was hier eigentlich so gefangen wurde. Aber nach dem großen Hecht ist der Wind komplett eingeschlafen. Ist richtig auf 0 runtergegangen jetzt. Das ist natürlich gar nicht gut. Ich hatte eigentlich gerade einen ziemlich guten Lauf mit den Hechten. Ich hoffe, die beißen noch. Meistens hören sie auf zu beißen, wenn der Wind weggeht. Die mögen diese Oberflächenbewegungen und das gibt so Lichtreflexe. Und auch wenn ihr euch den Hecht anguckt, von der Farbe her, ist ein perfekter Räuber, der zwischen Schatten und Licht sich am besten tarnen kann. Also diese Lichtreflexe, die auch eben Wellen machen, sind halt eine ideale Deckung, vor allem im Kraut, und lassen den Hecht halt unsichtbar werden im Wasser quasi. Und das ist natürlich gut fürs Jagen. Und das weiß der Hecht auch. Das heißt, wenn die Lichtreflexe verschwinden, hören die oft auch auf zu fressen und warten einfach ein paar Stündchen oder auch einen Tag, bis sie dann wieder loslegen. Noch liegt Abu auf 3, doch Elix könnte mit einem großen Fisch vorbeiziehen. Kriegen Gael und Mark noch solch eine Chance? Ja. Oh! No, man! No way! No way! It was here. Normally, no, not like this. Okay. This was a meter fish. Yeah, it was clearly over 1 meter. Sure. This is not possible to get unlucky like this twice. A big perch on this pike. Well,
Ah, Fisch, Fisch, Barsch, Barsch. Ist das dein Ernst? Ja, aber es ist kein guter. Aber Den nehmen wir mit. Der darf. Ja, Fisch. Sonde. Because it's not a big one. So, nice under on the Dexter jerk, but it's not enough. Not enough. Das ist ein Barsch. Wo ist er? Da. Du musst Die Richtung, ja, die Jetzt. Richtung. Er ist da im toten Bereich, aber er ist in der Richtung. Das ist im Gebert nichts. Und jetzt musst du eigentlich dran, dass ich meinen Köder finde. Da ist der Köder, siehst du ihn? Da ist der Fisch. Ja, hoppen. Hast du? Ja, hoppen. Der kleine Zander. Hauptsache es ist ein Fisch. Die Gieberstange. Ich glaube, so klein ist er gar nicht. Das ist eine 80 Gramm Rute, das ist ein schöner Zander, Herbert. Ja, nicht so hoch, nicht so hoch. Ja, einer damit. Schön einer. Schön einer. Yes, geht doch. Aber der gelangt uns wieder nicht. Ja, aber das ist ein Mann 70er. End 60, Anfang 70. Ja, weiß nicht, ob er 70 hat, wahrscheinlich gerade so. Hä? Nee, hat er nicht. Leider ist er nicht so groß, wie wir uns erhofft haben, aber 67 hat er auch. Vielleicht unser letzter Fisch in dem Turnier. Aber naja. Vielleicht kriegen wir auch noch einen und wir haben die Wir haben Funkfahrt nur dann noch doch 5 Minuten. War ein bisschen vermessen. Elex fängt noch einen letzten schönen Zander, Finnwal, einen 80er Hecht und Bullseye schafft es tatsächlich noch, im Volkerak bei Sonnenschein einen Zander zu fangen. An den Platzierungen ändern diese Fische nichts mehr und so geht ein unglaubliches Finale mit etlichen Meterhechten, diversen Ü50er Barschen und 2 Wolfsbarschen aus dem Haringfleet zu Ende. Bevor wir zur Siegerehrung kommen, wollen wir die Angler natürlich noch einmal kurz zu Wort kommen lassen. Okay, let's make the last cast. So, letzter Wurf, Simon. Last cast. Let's do this. Okay. Make it count. Lucky Punchwurf. Uh-oh. Is it that time? Irgendwo ins Nirgendwo. Geschafft. Oh, komm her, Alter. Das war's. Super Ergebnis. Ja, super Ergebnis. Jetzt geht's rein, Alter. Jetzt wird's spannend. Ich auch. Also wir haben unser Bestes gegeben, können wir wohl von uns behaupten, denke ich. Ein wirklich krasses Ergebnis und trotzdem ist man sich nie sicher. Nee, du weißt nie, da sind total starke Angler dabei. Man weiß nie, was passiert ist. Ah, Marc ist auch dabei und so und oh, die können alle angeln. Wir hatten heute, das Beißen ist irgendwann ein bisschen eingeschlafen, aber heute Morgen ging es echt gut. Und das war für alle wahrscheinlich so. Vermutlich. Wir sind super zufrieden. Ich hoffe, ihr seid auch happy. Hey, lasst einen Daumen da, ein Like da. Nein, die sehen uns doch jetzt noch bei der Siegerehrung. Ja, aber deswegen können sie trotzdem einen Daumen da lassen und Den liken. könnt ihr jetzt auch schon machen, definitiv. Super Performance. Haut rein, Jungs. Danke fürs Unterstützen. Bis zum nächsten Mal beim YPC Boat 2022. Ciao. Ciao. Figure eight. Okay, over. Over and out. That's it. Oi. What a day. Was ein Tag. Was für Tage. Ja. Mega Bock gemacht, mein Lieber.
Yeah, was super nice. Super Spaß nice. gemacht, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, ist vorbei. Mal gucken, wo wir gelandet sind am Ende. Viele Teams haben wahrscheinlich brutal geangelt heute. Ja, probably. Geile Leistung von allen. Hoffe, ihr habt Spaß gehabt, dass ihr vielleicht ein paar Sachen für euch mitgenommen habt. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao. Yes. Ciao. Let's go home. Ja. Die Zeit ist vorbei, wir haben es ja hinter uns gebracht. Alles in allem sind wir aber super glücklich, dass wir so schön mitgeangelt haben. Also Tobi, super Team, dank dir. Dank uns, danke an alle anderen auch, die auch mitgefiebert haben. Es ist Wahnsinn. Auch vielen Dank nochmal an LMAB, also für die Unterstützung und für das ganz tolle Turnier. Also super durchorganisiert, muss man wirklich sagen. Ja, wir sind mega glücklich, mega stolz mit dem, was wir geleistet haben, muss man ehrlich sagen. Wir hätten nie gedacht, dass wir so weit kommen. Und jetzt gucken wir einfach, wo wir landen. Ja, es wird ganz, ganz schwer, das wissen wir selber, weil die Jungs alle so unglaublich stark sind. Das ist ein mega Team hier, oder alles mega Angler. Macht so einen Spaß dabei zu sein. Und jetzt drücken wir einfach mal die Daumen. Egal wer gewinnt, wir freuen uns riesig für jeden. Das ist ein absolutes Erlebnis hier. Tolle Community, genau. Also hat Spaß gemacht vom Wetter, vom Fahren her. Kurze Anlegebier, wir müssen muss sein. ein Anlegebierchen trinken jetzt nach der ganzen Story. Prost. Also lasst euch wohl. gehen. Ciao, ciao. We had a really nice time on the water. We caught some really good fish. We lost a few. Yes, not the number, but quality size. So, And I think we made the right decisions today. That's for sure. The river was really good, and also the other two spots. I lost the big perch, you lost the big pike. So the fish were there. We caught some zander. So it was good, but that's fishing. But yeah, we had a great time on the water. yeah, and we see some strike to the boat or some big pike. Yeah. The perch are crazy always here. Yeah, that's true. So, no. We had a lot of fun, and fishing is always fun. Yeah. But if we're in a competition, we want to win. Of course. So, thanks for watching. I hope you enjoyed it, and see you soon. See you next time. Herbert! Leider hat es nicht hingehauen. Ja, aber Plan. ich bin der Meinung, wir haben das gar nicht so schlecht gemacht. Man muss jetzt mal sagen, soll keine Ausrede sein, wir hatten Spaß und hat alles gepasst. Das war das erste Mal, dass Herbert und ich zusammen gefischt haben, zusammen vom Boot gefischt haben. Ja. Überhaupt irgendwas zusammen, außer die Route entwickeln. Und für das war es doch gar nicht so schlimm, hätte ich gesagt. Ja, man will immer mehr haben, ist ja klar. Ist ganz klar. Aber ich bin zufrieden mit unserer Leistung. Wir hatten 6 Stunden Training und haben unsere Fische halt wirklich mit harter Arbeit zusammengekratzt. Ja, genau. Es ist nicht zack, bumm, die Stelle liefert, sondern alles probieren. Und es war ein cooler Angeltag, hat Ja. Spaß gemacht, Ja. war super. Und ich hoffe, dass ihr auch Spaß hattet beim Zuschauen. Und es gab sicher genug zum Mitfiebern. Es war ein Auf paar die Mal anderen knapp. Boote auf alle Fälle. Also, Ja, da sicher. da möchte ich nicht, ja gut, wir werden sie auch sehen. Wir wissen selber nicht, was heute noch ging. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. 4 Drehtage liegen hinter uns. Wir hatten eine super Zeit auf dem Wasser. Es hat mega viel Spaß gemacht. Wir waren uns bei sehr vielen Dingen einig und haben super als Team zusammengearbeitet. Sehe ich genauso. Es hat wirklich vieles funktioniert. Es hat einiges auch nicht funktioniert. Genau das ist Angeln. Und werden wahrscheinlich noch auf der Rückfahrt sehr, sehr lange über all das, was heute passiert ist, nachdenken. Ein ganz, ganz dickes Danke nochmal an Alexander von der Firma Alpha MM. Vielen Dank, dass du das Vertrauen in uns gesetzt hast und uns hier beim Turnier angemeldet hast. Du hast uns ja gar nicht gefragt, du hast uns einfach losgeschickt. Ich glaube, es hat ganz gut funktioniert. Vielen Dank nochmal an unsere Familien, die uns immer so supporten. Wir freuen uns auf euch. Und auch nochmal ein ganz großes Dank an die Sponsoren. Ganz genau. Nicht zu vergessen, alle Teilnehmer, die hier dran teilgenommen haben, alles richtig geile Angler, die haben alle performt und jeder, der es bis jetzt in die Endrunde geschafft hat, hat es auch vollkommen verdient. Ja. Super geiles Angeln, tolle Fische, jeder hat gezeigt, was er drauf hat und mehr geht nicht. Also auch ein Dankeschön an die Teilnehmer, die hier mit am Start waren, alle, die uns supporten. Ihr seid alle spitze, ohne euch wäre das alles nicht machbar. Alexander, auch ein rieses, fettes Dankeschön von mir, uns als Team, dass du das Vertrauen hattest. Und auf jeden Fall war es geil. Ja. Und wir hoffen, dass ihr den einen oder anderen Lacher mit uns hattet. Besucht gerne unsere Seiten, Simon, Martin Fischelott, Team Finval Germany.
abonniert unsere Kanäle, whatever. Viel Spaß dabei beim Stöbern und natürlich ein fetter Gruß an die Finnwall Community, Finnwall Family. Macht's gut. Macht's gut. So we're coming to the prize giving, to the ceremony, and name the 3 first places of the YPC boat 2022. We had incredible fishing. I mean, you guys only know what you caught yourself. I can tell you there were many big fish caught today and yesterday. I'm really excited about the result, about the amount of big fish. Today I think it was again 1.20 meter, 1.13 meter, several 50 up perch. Really great fishing, really great fishermen of course as well. So the 3rd place, the imaginary bronze medal this year, goes to Ilex Ganki, Mark Pachowski and Gael Even. Thank you. Congrats. Thank you. Félicitations, monsieur. Merci. Yeah, we had some crazy days on the water. We had some really good fishing. We missed a few fish, but I think every one of the guys missed a few fish, but we really enjoyed. We really had a lot of fun together on the water. So it was good fishing for us. We caught some decent fish. So yeah, with different techniques. Yeah, so with different techniques. I think we show a lot, and I hope the audience really enjoyed. And I hope we will be back next time. We hope that as well. Thank you guys. So we're coming to the 2nd place. Also maybe a favorite team. Some guys were betting on them as well. And they were not completely wrong, because those 2 guys really put on a really good show as well. I think 1.13 meter and some other good fish. Team Abu Garcia, Simon Torenbeck and Freddy Harbert. Glückwunsch. Congrats, yo. Thanks. Awesome. Yeah. Crazy days. I mean, I'm exhausted to the bones. It was a big adventure. Really fun to fish with Freddy. Super skilled angler, and we had some crazy fishing. Today was really a lot of fun. Tolle Momente, tolle Fische, super happy. Hätten nicht gedacht, dass wir es hierhin schaffen. Von daher super geil. Ja, vielen Dank für die geile Zeit. Yes. Glückwunsch. So we're coming to the winner of the first season of the YouTube Predator Cup boat. I'm not sure if I can get all of the fish together, but the board that they brought in is really incredible. I think the worst fish was a 73 centimeter Zander. The second worst was a 97 meter pike. So I'm not really sure if it's possible to beat that result in the future. But tonight we don't care about that. We just say congrats to Team Nace, to Dustin Schön and Felix Beckesser. Glückwunsch, Bro. Danke. Glückwunsch, Bro. So, I leave the stage to you guys. Good job, man. Congratulations again on the TV. We had incredible fishing. We had really hard participants to beat, so we are more than happy to end up this tournament first place. We wanted to say thank you to all of you. It was great fun competing against you, and also thank you very much to Hecht und Barsch for doing this. It was a really great tournament, and I hope to see you all next year again. You're welcome. Thanks, Dustin. Thanks for your trust. And for the fishing together with you. And I hope me too. Next year maybe again. Yeah. So Dustin, yeah, you have won some cups already. The YouTube Predator Cup, also in the first season when it still was a mixture between boat fishing and shore fishing. Yes. And and then for the first season of the boat tournament, you have it as well. Grab your cup. Zu holen.
possible to drink? No. Herzlichen Glückwunsch. Einer muss der Letzte sein. Ja, das ist leider so. Ihr seid Fünfter geworden. Und ihr seid Vierter geworden. Sehr geil. Sehr gut geangelt. Und die Jungs haben heute 2 60er Wolfsbarsche gefangen. So, liebe Zuschauer, wir haben alle Hunger. Wir verabschieden uns jetzt. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen der ersten Staffel. Es war ein neues Projekt. Wir hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat. Würden uns über dementsprechendes Feedback natürlich sehr, sehr freuen. Und ja, sagen ciao und vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao. Bevor wir euch die nächsten YPC-Formate ankündigen und abschließend noch ein paar Highlights der ersten Staffel YPC Boat zeigen, möchten wir uns bedanken. Zunächst beim Produktionsteam, das für dieses Projekt erneut an seine Grenzen gegangen ist. Bei allen Anglern, die mit ihren Erklärungen, ihren Emotionen und ihren Fängen das Skript dieser ersten Staffel geschrieben haben. Bei allen Firmen, die als Sponsoren und Teilnehmer dieses Projekt ganz entscheidend mitfinanziert haben. Nicht zuletzt gilt unser Dank euch, den Zuschauern, die uns jeden Sonntag und jeden dritten Donnerstag an den Bildschirmen die Treue gehalten und uns mit euren Einkäufen auch wirtschaftlich bei der Umsetzung dieses Projekts unterstützt habt. Der YouTube Predator Cup ist damit im Jahr 2022 noch lange nicht vorüber. Voraussichtlich Ende August beginnt die Ausstrahlung des legendären YPC Uferturniers und noch vorher zeigen wir euch das YPC Fan-Turnier, bei dem ein glücklicher Zuschauer mit einem Finval Rangy im Wert von rund 43.000 € nach Hause gehen wird. Lasst uns ein letztes Mal in dieser Staffel ein Like und einen Kommentar da. Fangt alle dicke Fische und bleibt gesund. Ciao, euer Charles Rettinghaus. That was a ride. Yes. Richtig dicker Fisch. Der kommt überhaupt nicht, der geht. Ja! Oh mein Gott. Ja! Ja! Das ist ganz schön richtig jubeln.